So ein paar lecker Amerikaner, Leute, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Mensch, also ich habe da immer recht gespitzt, wenn ich mit der Mama beim Bäcker war. Und die kann man sich zu Hause total schnell selber machen. Und dazu tun wir uns erst einmal ein bisschen Butter und Zucker schaumig rühren. Und dann tun wir nach und nach 2 Eierchen mit dazu. Oh, jetzt wird es schneller. Die will schneller fertig werden heute. Plopp. Da habe ich ein bisschen Mehl, da kommt ein bisschen Stärke rein und Backpulver und Salz. Aber ich schreibe euch das ja wieder unten rein in die Infobox. Mal ein bisschen langsamer. Und das tun wir jetzt schön vermengen, ne? Und dann tun wir es löffelweise dazugeben. Zwischendrin immer mal so ein Schlückchen Milch und wieder ein Mehl. Letztens hat jemand unter dem Video gefragt, warum ich immer so zwinker. Naja, ich habe euch halt alle lieb und ich habe auch geschrieben, weil ich immer nett bin. Außerdem ist es eine zustimmende Geste für das, was wir gerade tun. Und das ist ja meistens immer total super, oder? So, fertig. Das passt. Jetzt können wir gleich schon mal den Ofen vorheizen hier, ne? 160 Grad Umluft, ne? Geht ja immer ganz schnell, bis der Ofen Umluft hat. Das ist immer schneller erledigt als mit Ober- und Unterhitze. Außerdem mag ich das dann immer mehr bei solchen Sachen, weil die dürfen ja nicht so sehr braun werden, ne? Und dann habe ich jetzt hier, warte mal, da habe ich so ein Spritzbeutelchen ohne Tülle. Da mache ich mir dann immer so eine Klemme dran. Und da füllen wir uns jetzt den Teig einfach rein. Und jetzt gucke mal hier, ich habe mir schon mal mein Tablett vorbereitet mit so ein paar Schablönchen aus Backpapier. Gucke mal, das ist nämlich ein ganz cleverer Trick, gell? Da habe ich mir so ein Gläschen genommen, das hat ungefähr 6 cm Durchmesser. Das lege ich hier drauf und mal auf ein Stück Backpapier so einfach drumrum. Das mache ich jetzt nicht, weil wir wollen ja den Bleistift nicht essen drum. Und dann tue ich die da positionieren mit Abstand und dann noch einmal ein Backpapier drüber kleben mit Butter. Und schon wissen wir, wo wir hin müssen, ne? Und zwar mit unserem Teig, den tun wir uns dann nämlich jetzt schön drauf spritzen. Und dann geht's ab in den Ofen für 13 Minuten. Voila, schau mal. Und die müssen jetzt noch ein bisschen abkühlen. Und währenddessen können wir schon mal vielleicht unseren Zuckerguss vorbereiten, ne? Da habe ich ein bisschen Puderzucker. Da tun wir einfach 3 Esslöffelchen Zitronenwasser rein. Beziehungsweise Saft ist wieder, ne? Und dann rühren wir uns das einmal schon mal zusammen. Und jetzt gucke mal hier, jetzt können wir es schon runternehmen. Die sind so richtig schön hell dahinter, ne? So müssen es auch sein. Drum tun wir auch gar nicht so lang backen, ne? Nur 13 Minuten, dann sind die durch. Und dann können wir es schon gleich hübsch verzieren. Und jetzt geht's dann auch schon am Zuckerguss. Jetzt machen wir mal so richtig schön klassisch, streichen wir so richtig mit weißem Zuckerguss ein. Und das sind natürlich dann jetzt zur Faschingszeit oder auch zum Kindergeburtstag euren Fantasien keine Grenzen gesetzt, ne? Weil da gibt's nämlich auch ganz viele bunte Krümelchen und Zuckerstreusel. Die kann man da jetzt zum Beispiel drüber krümeln. Die gibt's ja überall zu kaufen. Oder ihr könnt auch mal bei Nicole schauen, bei Nicole Zuckerwerk im Shop. Die hat da so Boxen. Da kann man sich dann selbst Boxen zusammenstellen. Ich glaube, ich will mich jetzt da nicht festnageln, über 90 verschiedene Sorten. Das ist echt der Hammer. Da könnt ihr gleich richtig tolle Torten auch noch backen. Und ich mache jetzt hier einfach so klassisch mal so einen. Schau mal, der schaut doch so echt goldig aus. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Tricks, ne? Und das ist nämlich richtig sehr potente Farbe hier. Die tun wir da ein bisschen rein, ne? Und dann kriegen wir so richtig tolles Rot. Och, und dann machen wir uns richtig schöne rote Zuckerguss. Guck mal, wie das färbt, weil das ist nämlich ganz toll. Die verlinke ich euch mal, die Farben. Weil die man so im Handel zu kaufen kriegt, die fand ich immer nicht so doll. Auch beim Backen von Böhnen oder so, das ist nicht, die knallen richtig. Seht ihr, das ist der Hammer. Und die, wenn ihr nehmt, ne, da braucht ihr gar nicht so viel. Bloß in so kleinen Spritzle rein und aufpassen, weil die haben echt wirklich eine tolle, knallige Farbe. Und ganz egal, welche Farben ihr liebt, ob klassisch weiß, bunt oder mit Schokolade, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Amerikanerbacken und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao, macht's gut!